Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ein ganz besonderer Vlog, denn sowas habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Und ich erfülle mir nämlich heute bzw. in den nächsten 3 Wochen einen großen Traum. Ich wollte schon immer mal als Tennistrainer im Ausland arbeiten, in einem Club. Und ich habe jetzt die Chance bekommen, im Robinson Club in Soma Bay als Tennistrainer zu arbeiten. Ich möchte euch mitnehmen. Das ist immer ein Lebenstraum von mir gewesen. Warum, kann ich euch gar nicht so sagen, aber ja, vielleicht ist es die Challenge, die Herausforderung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ich denke, es wird sehr, sehr spannend werden. Ja, ein bisschen blöde Situation. Heute Morgen aufgewacht mit Schüttelfrost und ein bisschen Fieber. Ich hoffe, ja, dass der Flug jetzt einigermaßen überstanden wird. Es geht nämlich heute Nacht schon los und ich muss jetzt noch 5 Stunden Tennistraining geben. Dann ist es 9:30 und um 0 Uhr, ja, 0 Uhr geht dann schon das Auto Richtung Flughafen Paderborn. Und ja, was nimmt man für 3 Wochen mit? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall viel zu viel dabei. Ich habe gestern schon mal geguckt, ja, ohne meine ganzen anderen Sachen, ohne Tennisschläger, ja, war ich schon bei 21 Kilo. Also mal gespannt, das könnte noch interessant werden. Und interessant werden sicherlich die nächsten 3 Wochen, auf die ich euch mitnehme. Also bleibt dran, es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken und ihr seid dabei bei meinem großen Abenteuer. Angekommen im sonnigen Hurghada. 21 Grad, perfekte Bedingungen, um ja, Tennis zu spielen. Heute haben wir auch schon 3 Stunden auf dem Plan und ja, warten jetzt gerade an der Gepäckausgabe und dann geht es Richtung Soma Bay. Wir haben so einen Privattransfer und auf jeden Fall ist jetzt der Cut nicht ganz so heftig gewesen. Ich bin ja meistens im Januar in Ägypten und ja, da ist, wenn man von der Kälte kommt, ist der Hammer, der auf den Kopf geschlagen wird, dann noch ein bisschen anders. Aber ja, wenig geschlafen und ich heute Nachmittag auf jeden Fall nochmal hinlegen. Und dann hoffen, dass wir eine gute Tennis-Session haben. Abend im schönen Soma Bay. Ja, schaut euch das an. Alles schön beleuchtet. Ich komme gerade von meinen ersten 2 Trainerstunden. Es war wirklich sehr schön, es war sehr angenehm. 2 Kids gehabt und einen sehr netten Herrn. Ja, war alles sehr gewöhnungsbedürftig. Natürlich erstmal die Bedingungen. Wir haben heute hier mega Wind. Jetzt geht es dann morgen weiter. Habe mich vorher noch mal eine Stunde aufs Ohr gehauen, 2 Stunden. Und jetzt heißt es erstmal ankommen und angucken, was es hier noch so gibt und morgen dann wieder fit auf dem Platz stehen. Gute Nacht. Tag 2 im Soma Bay. Ja, heute haben wir schon die erste Trainingssession gemacht. Wir hatten heute Morgen, hat mich ja 2 Stunden gehabt. Es war ein sehr schönes Training. Heute wird auch endlich mal der Wind etwas geringer, sodass es auch wirklich Spaß macht, wirklich an die Bälle zu kloppen. So, jetzt bin ich auf geheimer Mission unterwegs, denn es gibt ein Problem. Ich habe gestern meinen Koffer ausgeräumt und habe festgestellt, dass ich meine Unterhosen vergessen habe. Tatsächlich. Ich fahre jetzt durch die Anlage in der Hoffnung, dass es einen Shop gibt, in dem ich Unterhosen kaufen kann. Drückt mir die Daumen. Wir haben hier ein schönes Gefährt. Das kann ich euch auch mal zeigen. Hier haben wir eins gestellt, ein schönes Bike. Mit dem mache ich mich jetzt mal los in der Hoffnung, was zu finden. Drückt die Daumen. Oh, da vorne ist eine fette Party. Da geht's richtig ab. Ich hoffe, ihr hört die Mucke. World Aquatics Open Water Swimming World Cup. Soma Bay. Hier ist ein Schwimmweltcup.
krass. Was gefunden. Ich habe was gefunden. So, schaut, was ich habe. Ich habe Unterhosen gefunden. Sehr geil. Ja, dieser Laden, der hat mir jetzt den Urlaub gerettet. Ja, es sind nur 3, die ich gekauft habe, aber meine Freundin kommt nach, die bringt dann den Rest mit. Die kommt in einer Woche und dann muss ich halt jeden Tag jetzt waschen. Aber 3 Stück für 20 €, ägyptisches Material. Ja, hab mal weniger bezahlt, egal. Aber es war mir jetzt egal. Ich bin heilfroh, dass ich jetzt welche habe. Auf geht's zu Runde 3. Leider immer noch nicht ganz fit, wie man sicherlich hört. Aber schaut mal, wie geil einfach dieser Button ist. Ne? Das ist schon cool, ja, wenn man sowas hat. Läuft hier rum, hat ein kleines Bettchen, man gehört zum Team. Finde ich super. Ich habe heute mal einen halben Nachmittag frei und da habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich euch auch endlich mal die Anlage. Ja, das Robinson Soma Bay ist eine wunderschöne Anlage, wie ich finde. Und was hier auf jeden Fall auffällt, ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Ja, das finde ich ziemlich spannend, denn nicht so wie man es in anderen Hotels kennt, sieht man hier überall die Rasenflächen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man eben den Nachhaltigkeitsgedanken so ein bisschen durchgehen möchte. Ihr seht hier eigentlich normalerweise hat man immer viele Rasenflächen hier in Ägypten, aber das Hotel sagt sich, Nachhaltigkeit ist wichtig, also Wasserverbrauch reduzieren. Und was auch ganz interessant ist, die machen das wohl auch aufgrund der Mücken. Mücken lieben es ja immer feucht und warm und ja, Rasenflächen begünstigen im Prinzip die Mücken und deswegen haben die hier keine Rasenflächen. Ja, hier sind wir auch, glaube ich, schon direkt beim Gym. Vielleicht können wir da mal reingucken. Hier kann man dann Cycling machen, Spinning und so weiter. Vielleicht schauen wir da einfach mal kurz rein. Ah, nee, ist zu. Habe ich leider jetzt keinen Zutritt zu. Aber dann gucken wir vielleicht mal ins Gym. Impressions vom Fitnessstudio. Ich denke, ist alles da, was man braucht. Ein paar gute Geräte. Hi. Salve. Grüß dich, servus. Ja, alles sehr nett hier. Dann gehen wir mal weiter. Genau, Richtung Tennisplätze. Da, wo ich die meiste Zeit verbringe. Hier sind wir jetzt angekommen. Hier findet nachmittags immer ein Fußballcamp statt für die Kids. Also ein schöner Kunstrasenplatz haben wir hier mit Fußballtoren. Also da bietet das Hotel auch einiges an. Hier ist mein Trainerkollege Dirk ist schon noch an der Stunde am Geben. Hat hier noch 2 Damen. Und insgesamt hat das Robinson Soma Bay 1, 2, 3, 4, 5 Tenniscourts. So, was wir jetzt neu haben, ist auf jeden Fall hier Padeltennis. Ja, da sieht man jetzt hier mal, das ist ein ganz neuer Court, neues Angebot. Wird auch sehr gut genutzt von den Gästen. Wir haben jetzt hier so einen Padel-Einführungskurs und der wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ich gucke mal, ob ich da drauf gehen kann, mal ganz kurz. So, also ihr seht, hier alles relativ neu gemacht. Nicht relativ neu, sondern neu gemacht. Ne? Guter Court. Und was hier auf jeden Fall dann auffällt, wir haben heute schon sehr, sehr heiß, ne? Und hier durch die Glasscheiben, ne, da wird das Ganze natürlich noch kuscheliger hier drin. Also das merkt man schon, hier sind schon mal noch 5 Grad mehr drin. Ja? Aber ziemlich cool, schönes Angebot und Padeltennis ist absolut im Trend. Oh, gehen wir hier noch mal kurz auf meinen Tenniscourt, hier gebe ich immer, auf dem Zweier hier. Ja, ihr seht, die sind ein bisschen, glaube ich, ein bisschen älter, die Plätze, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall der Belag ist ein bisschen anders und hier liegt auch deutlich mehr Sand. Ja, ich möchte euch mal ein bisschen die Plätze auch mal zeigen, die es hier im Robinson Soma Bay gibt. Da war ich am Anfang immer so ein bisschen skeptisch, man kennt es aus den Urlaubsanlagen, aber doch sehr, sehr positiv überrascht. Der Dirk ist gerade an der Kamera, der kommt gerade mal mit.
was wir hier haben, ich kann jetzt nicht genau den Namen des Belags natürlich sehen. Das wird ein Hartplatz sein und das ist wie so ein kleiner, ja, wie so ein Kunstrasen, oder Dirk? Also ein leichter Kunstrasen, kannst du ruhig was sagen? Jetzt so leichter Teppichbelag, genau. Ja, der ist halt schon ein bisschen abgespielt, also drüben an dem... Mal näher ran, dass du mal siehst. Ja. Also ich weiß nicht, ob man sieht, das sind so kleine Härchen, die da drauf sind. Also wie du es halt sagst, wie so ein kleiner Teppich. Und dann, was ich aber gut finde, ist, dass man jetzt hier viel Sand hat. Also das ist jetzt, der Sand ist hier auf den Plätzen noch gut verteilt. Das heißt, man kann schon in die Ecken rutschen, wie ihr seht. Und gerade, es gibt sehr, sehr viele Spieler hier, die wollen sich auf die Sandplatzsaison vorbereiten. Und da finde ich das eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich auch mal gesagt, vielleicht tut mir jetzt hier so ein bisschen die Gelenke weh. Aber nach 16 Tagen hier intensiven Spielens auf dem Court kann ich sagen, also ich habe jetzt keine Beschwerden und ich habe auch viele Spieler gehabt, die hatten Bedenken, haben gesagt, ich mache die Folgestunde, mache ich erst aus, wenn ich morgen nichts merke, und die hatten auch keine Probleme. Also positiv, eigentlich ein sehr, sehr guter Belag, um sich auch auf Sand vorzubereiten. Und man muss auch die Nachhaltigkeit irgendwo sehen. Einen Sandplatz hier zu betreiben in Ägypten, mitten in der Wüste, würde unfassbar viel Wasser verbrauchen. Und daher das eine sehr, sehr gute Lösung. Und jeder, der Bedenken hat, hier vielleicht mal hinzukommen und sich vorzubereiten, weil er sagt, doch keine Sandplätze, wir wollen Sandplätze haben. Eine sehr, sehr gute Alternative, wie ich finde. Und deswegen einfach herkommen und Vorbereitung auf Sand machen für die Medienspielsaison. Ja, eine kurze Ergänzung müssen wir dann doch noch mal machen, hat mich gerade der Dirk darauf aufmerksam gemacht. Die Schuhe sind hier sehr wichtig. Ich selber spiele hier, habe ich aber unbewusst gemacht. Ich hatte nur die zu Hause und ich spiele hier mit All-Court-Schuhen. Also das Profil ist gemixt und nicht wie der Dirk hat. Der Dirk hat Fischgräte, zeigt er jetzt auch noch mal kurz. Aber bei mir, mal im Vergleich, All-Court, wunderbar, kann man geil reinsliden. Fischgrätenprofil. Ja, bei ihm, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass er sich bitte hier nicht die Bänder reißt. Ja. Aber er macht es vorsichtig. Ne? So. Ne? Stoppt sofort. Also da ist es dann schwierig. Das heißt, hierher kommt, zieht am besten All-Court-Schuhe an. Ja, da hat man eigentlich ein sehr, sehr gutes Feeling hier auf dem Boden und ist ähnlich wie Sandplatz. Ja, jetzt bin ich wieder in Richtung Rezeption, gehen wir jetzt wieder. Und jetzt würde ich euch gerne so ein bisschen hier die Anlage weiter zeigen. Und zwar gehen wir jetzt mal Richtung Strand und dabei genießt ihr jetzt einfach mal, wie wunderschön das Ganze hier angelegt ist. Da ist nämlich auch gleich das Restaurant und da kann man eigentlich wunderbar auch dann am Nachmittag essen. Ist nicht drin, sondern ist ein bisschen draußen, aber überdacht, schattig, ist daher nicht zu heiß. Hier rechts ist noch so eine Kaffeebar, sehe ich gerade. Genau, da kann man wunderbar arbeiten, hat gutes WLAN, wenn man mal ein bisschen was machen muss in der Mittagspause oder so. Genau. Ja, und da darf natürlich auch der Klassiker nicht fehlen, die Kamele. Dass man hier Kamelreiten machen kann. Naja, ich bin da kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, scheinbar gibt es immer noch genug Urlauber, die das machen wollen. So, und jetzt schaut euch diesen wunderbar traumhaften Strand an. Wir haben heute, glaube ich, sogar noch etwas niedriger das Wasser. Oh, jetzt kommt hier, ist richtig Ebbe ist heute. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber das Wasser, der Wasserstand ist noch mal deutlich zurückgegangen.
Man kann hier wunderbar in dieser schönen Bucht dann baden. Gucken wir mal. Wassertemperatur. Sehr warm. Also man kann auf jeden Fall schon rein. So, der Strand, der erstreckt sich jetzt hier um diese gesamte Bucht und ja, bietet dadurch irgendwie so ein bisschen einzigartiges Flair, muss ich sagen. Also so ein bisschen anders, als man es vielleicht aus den Hotels in Hurghada gewohnt ist. Da ist ja ein Hotel nach dem nächsten. Ein sehr, sehr toller Strand und vor allen Dingen für ägyptische Verhältnisse. Schaut euch den Sand an hier. Schaut euch den Sand an. Das ist feinster Sand. Ganz, ganz selten in Ägypten, dass man so einen schönen Sandstrand hat. Das ist wirklich absolut top. Nach 3 Tagen vielleicht mal ein erstes Fazit zum Tennistraining hier im Soma Bay. Ja, ihr seht es hier im Hintergrund. Mein Place to be ist ein bisschen weiter weg vom Meer. Hier mache ich immer meine Mittagspause. Mir diese Ecke hier so auserkoren. Da sind ein paar schöne Sonnenliegen und es ist nicht ganz so viel Trubel. Ja, zu den Tennistagen. Was fällt auf jeden Fall auf? Also das Tennistraining macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Es ist aber schon etwas anders. So wie ich es eben halt auch vermutet habe, hat man zu Hause vor allen Dingen eben mit den gleichen Leuten zu tun. Hat man hier häufig eben viele Wechsel. Also es gibt hier Leute, die buchen für die ganze Woche 5, 6 Stunden täglich durch. Also jeden Tag 1 Stunde. Und dann über die Woche verteilt, jeweils 1 Stunde an 6 Tagen. Es gibt aber auch Leute, die machen nur 1 Stunde. Und sind dann wieder weg. Und so hat man eigentlich immer wieder das wechselnde Tennisschüler, sage ich jetzt einfach mal. Und das macht das Ganze sehr interessant, weil man immer, je nach Spieler, immer eine neue Eigenschaft hat, immer wieder neue Sachen zu verbessern hat. Man aber eigentlich vom Grundprinzip, wie man an die Sache vom Tennistraining rangeht, eigentlich gleich bleibt. Ja? Also häufig ist es bei Erwachsenen die Technikverbesserung. Kinder wollen vor allen Dingen eben gut unterhalten werden, wollen eben viel Spaß haben, macht man viel mit Spielen und so weiter. Und ja, das sind halt so die Sachen, die jetzt hier vor allen Dingen zum Tragen kommen. Es macht vor allen Dingen eben, es ist auffällig, dass die Zeit länger oder langsamer umgeht. Also die Stunden kommen einem viel, viel länger vor und es ist sehr, sehr sprechintensiv. Also man muss ja viel reden, man muss die Leute entertainen, man muss ja wirklich voll motiviert sein, was aber natürlich auch zu Hause ist. Aber hier ist es halt nochmal Cluburlaub, hier ist jeder natürlich, da gibt es keine schlechten Tage und auch wenn es selber einem nicht so gut geht, muss man eben dann ja, Vollgas geben. Und das macht es natürlich, gerade wenn man wie ich jetzt ein bisschen angeschlagen ist, ein bisschen grippig ist, macht es natürlich echt hart ist das, ja. Aber trotzdem, 2, 3 Stunden habe ich bis jetzt immer vormittags, nachmittags gegeben. Jetzt um Ostern wird es sicherlich voller. Der Club ist dann ausgebucht. Dann werden wir sicherlich auf 7 Stunden täglich kommen. Und dann wird es natürlich auch nochmal ja, deutlich anstrengender. Ansonsten so Vorklischees, so vom Robinson, hier sind vielleicht viele spießige Leute oder sonst was, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also jeder, der bis jetzt hier bei mir im Training war super, super nett, aufgeschlossen, freundlich, total coole Leute. Jetzt habe ich heute einen gehabt, der war deutscher Meister im Darts gewesen. Der hat mir direkt ein Training angeboten, zu Hause online mal Darts zu spielen und sich mal meine Wurftechnik anzugucken. Da hatte ich gestern leider einen Fall gehabt, da war jemand, die musste früher abreisen, weil jemand verstorben ist aus ihrem Freundeskreis. Das war dann sehr emotional und ich habe versucht, ihr die Zeit ein bisschen zu versüßen. Ja, habe gesagt, komm, ich versuche dich jetzt in der Stunde auf andere Gedanken zu kriegen. Ja, das war bis jetzt das, was ich so erlebt habe. Ach ja, ich hatte noch gestern jemanden, der hatte einfach 3 Prothesen, ja, also der konnte das Handgelenk gar nicht mehr richtig einsetzen und er hat so tolles Tennis gespielt und das zeigt einfach, wie geil dieser Sport ist, weil selbst mit so viel Einschränkungen man trotzdem so viel Spaß haben kann an diesem Sport, ne? Also das sind allein in diesen 3 Tagen schon so viele Sachen gewesen, die wirklich mich schon so viel weitergebracht haben und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Tage hier. Kleines Nachmittags-Update zum Thema Tennistraining. Heute Morgen hatte ich meine erste Tennisstunde auf Englisch.
Yes, ja, klingt erstmal nicht so außergewöhnlich, aber für mich ist das ein Grund gewesen, auch im Ausland mal als Trainer zu arbeiten. Einfach um mein völlig verrostetes Englisch mal wieder aufzupolieren. Ich hatte das früher überhaupt keine Probleme, hatte ich darüber mit Englisch zu sprechen. Aber ja, das ist so in die Jahre gekommen und deswegen war das auch eines meiner Ziele hier. Da ist der Robinson jetzt eigentlich nicht der beste Club dafür, weil hier 99,9% nur Deutsche sind. Ich habe jetzt hier noch keinen anderweitig eine andere Sprache sprechen hören. Aber ihr müsst euch hier so vorstellen wie eine Hotelstadt. Summer Bay ist so ein abgetrennter Bereich hier. Also die Bucht heißt, soweit ich weiß, Summer Bay. Und hier gibt es natürlich auch ganz, ganz viele andere Hotels, auch so eher gehobene Klasse. Und dort sind auch viele ausländische Urlauber untergebracht. Unter anderem die Christine from London, UK, hat heute eine gute Tennisstunde bei Martin Caris gehabt. And Martin Caris spoke English only, not that good, but it worked. It worked. Ja, es hat einigermaßen geklappt und Christine was very amused and she learned a lot. Spielt seit 4 Jahren Tennis, seit der Corona-Zeit und hat unglaublich gut gespielt dafür. Und ja, am Ende hatte ich echt ein bisschen Probleme, ihr den Aufschlag auf Englisch zu erklären. Da muss ich sagen, da muss ich echt noch Gas geben. Aber hat mega Spaß gemacht. Sie hat jetzt 3 Stunden gebucht und ja, die nächsten Stunden sind, glaube ich, morgen und übermorgen. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was mit Christine from London, UK passiert ist. Also ist auf jeden Fall was anderes und das ist auch genau das, was so ein Auslandsaufenthalt auch ausmacht. Das gehört dazu und der Herausforderung stelle ich mich gern. Du bist Tennisspieler oder Tennistrainer und bist auf der Suche nach neuer Inspiration für dein Tennistraining? Dann habe ich etwas für dich. Tennistraining-online.com, meine neue Plattform. Suche zielgerichtet aus über 2000 Tennisübungen aus allen Bereichen über die Kategoriesuche oder die Tagsuche. Finde deine perfekte Tennisübung. Also, worauf wartest du noch? Jetzt dabei sein und auf tennistraining-online.com gehen. Let's go! Eine Woche Robinson Summer Bay jetzt geschafft und damit einen schönen Karfreitag nach Deutschland. Ja, es beginnt jetzt hier die teuerste Zeit des Jahres. Die Ostertage sind nach Silvester und ja, Weihnachten hier die teuerste Zeit im Club. Ich glaube, wir hatten gestern mal geguckt, die Woche kostet jetzt hier pro Person 2.100 Euro. Das ist eine Menge Asche. Umso schöner ist es, dass man trotzdem dann zu dieser Zeit hier sein kann und noch schöner ist es, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und ja, ich hatte gerade schon eine schöne Trainingssession, nämlich die letzte und dritte Trainingssession mit der Christine from London. Ja, hat mir wieder einige Tipps gegeben, auch für mein Englisch. Denn sie hat mir nämlich gesagt, dass sie der Angel ist und nicht die Bälle die Angels. Also das heißt, ich habe leider immer wieder Angel Balls gesagt, also Engelsbälle. Ich meinte damit natürlich die Winkelbälle und dann hat sie einfach ganz cool gesagt, remember Martin, I'm the angel, not the balls are the angels. Das war ziemlich cool. Also da werde ich auf jeden Fall wieder was gelernt haben und werde das wieder schön mit nach Deutschland nehmen, wenn ich da mal auf Englisch eine Stunde machen sollte. Ich weiß, es heißt Angel hat sie gesagt, genau, Angel, nicht Angel. Okay. Ja, wir gehen heute Nachmittag ein bisschen Tennis spielen selber. Ja, wir sind so bekloppt. Wir stehen 5-6 Stunden auf dem Court am Tag, aber haben trotzdem noch Bock Tennis zu spielen. Denn heute Abend gegen späten Nachmittag wollen wir mal eine Runde in das Nachbarhotel gehen. Und im Nachbarhotel gibt es nämlich einen Grass Court. Ja, da wird auf Gras kann man spielen. Ja, ein bisschen suspekt. Ja, Grascourts mitten in der Wüste. Wirklich nachhaltig ist das nicht, aber ja, wirklich mal eine Chance auf Rasen zu spielen und da bin ich mal gespannt. Dann nehme ich den Dirk mit und dann spielen wir mal ein bisschen Doppel hier. Wir sind jetzt hier und spielen
Rasentennis. Wir wollen zum Rasentennis, nämlich zum Cascades. Und da ist es auch mal eine Gelegenheit, einfach mal den Dirk vorzustellen. Mit dem Dirk bin ich heute nämlich, oder nicht heute, sondern die ganze Zeit eigentlich auch hier. Und der Dirk ist ein netter Trainerkollege von mir. Wir sind beide Kreistrainer und Dirk war letztes Jahr schon hier und war das erste Mal in Summer Bay als Trainer aktiv. Von ihm habe ich auch die Empfehlung bekommen. Und ja, Dirk, stell dich mal kurz vor vielleicht. Ja, hallo, ich bin Dirk und ja, wie Martin schon gesagt hat, jetzt zum 3. Mal hier in Summer Bay, in der wunderschönen Umgebung hier. Wie Martin schon sagt, wir haben hier die Gelegenheit, sowohl auf 5 normalen Tennisplätzen zu spielen, als auch wir haben hier 4 Rasenplätze zur Verfügung, die wir ab und zu mal nutzen können, auch mit Leuten, die dann auch mal Lust haben, so auf Rasen zu spielen. Ist immer wieder schön. Ich habe letztes Jahr, ich glaube, 10 Stunden insgesamt auf Rasen gegeben und hat super Spaß gemacht. Einfach ganz anderes Erlebnis und ja, ich denke mal, ihr werdet das nachher noch kurz sehen, wie die Plätze aussehen, wie wir dann auch ein bisschen spielen und ja, wir werden berichten. Jawohl, da fahren wir jetzt hin und wir nehmen euch mit. Angekommen im Nachbarhotel und ich bin jetzt echt gespannt. Mein erstes Mal Rasentennis. Katrin ist auch schon ganz nervös. Übrigens, die Katrin ist die Frau vom Dirk. Genau. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett, die Katrin. Ja, bei den beiden bin ich in guter Gesellschaft. Ach, wer ist auch noch mit dabei? Hier hinten ist der Peer. Der Peer ist genau auch hier Urlauber, ne? Spielt sehr, sehr gut Tennis und den haben wir einfach mal gefragt. Tennistourist, aber wirklich ja, sehr netter Spielpartner und den haben wir heute mal gefragt, ob er hier mit uns spielt. Oh, jetzt gucken wir uns mal hier den englischen Rasen an hier. Oh, mitten in der Wüste. Das ist ja krass. Okay. Also ist das richtige Rasen? Ist das richtige Rasen? Das ist ja verrückt. Das ist ja krass. Okay. Ja, wir haben ja eine ganz wichtige Sache vergessen, bevor wir hier den Rasen überhaupt betreten, müssen wir ja. Sehr schön, Martin. Macht man zweimal oder einmal? Wie geht das? Ich glaube, zweimal macht man. Und machen die Männer nicht eigentlich den? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, die Queen guckt zu. Ja. Hier sehen wir mal die ägyptische Genauigkeit. Ich glaube, da waren die Flaschen Havanna von gestern Abend im Einsatz. Also, naja, gut. Also Dirk, du musst eigentlich immer nur, ich würde sagen, schräg rechts spielen. Dann funktioniert das. Chip in Charge jetzt. Immer mit dem Löffchen, ne? Oh! So, jetzt hier, ganz wichtig. Also wenn du mal einen Lob erläufst, ne? Dann kannst du hier auch schön in den Goodies sliden hier auf dem Tennisplatz. Also da läuft einer zum Lob und auf einmal ist er weg. Ist er wie vom Erdboden verschluckt hier. Ja, das ist die ägyptische Sicherheit hier. Ja, gibt's doch gar nicht. Zeit für ein Video. Warum für ein Video? Ja, einfach weil es gut ist, sich jetzt auszudrücken und nicht morgen wieder bei herrlichem Sonnenschein und so weiter. Es ist so, nach einer Woche, beziehungsweise jetzt nach 10 Tagen, ist es einfach so angekommen. Ja, man muss so wirklich resümieren, es ist dann angekommen irgendwie. Also, dass es irgendwie schon fast selbstverständlich ist, morgens aufzuwachen und man geht in den übelsten Sonnenschein. Man hat Spaß auf dem Tennisplatz. Man hat diesen unglaublich, also
das ist echt so schwierig auszudrücken. Ist ja auch mein erstes Mal Robinson. Also ich kann schon die Leute verstehen, die wirklich nur so Cluburlaube machen, weil es ist halt schon krass, was der Club sich einfallen lässt, was jetzt hier heute auch zu den Osterfeiertagen wieder abgebrannt wurde. Warum? Wieso? Weshalb? Ich kann es gar nicht so wirklich erklären. Ganz, ganz crazy. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr krasse Zeit und mega dankbar, dass ich das erleben darf. Ein bisschen vorgestellt habe ich es ja schon, aber Robinson hat seit Herbst letzten Jahres, soweit ich weiß, hier auch einen Padelplatz hingebaut. Ich bin jetzt mit dem Padel noch nicht so ganz affin, habe das einmal gespielt mit dem Timo Göbel. Liebe Grüße an der Stelle beim Junggesellenabschied. Ja, das war eine gute Gaudi, aber man sieht auch hier, dass es echt im Trend ist, ne? Also da unten jetzt die beiden, die spielen bestimmt bei, ich sag mal, also in dem Glaskasten sind es bestimmt 38 Grad. Ja, also da staut sich natürlich die Hitze. Wir haben heute bestes Wetter, super gut, kein Windchen, also sehr wenig Wind, aber trotzdem kloppen um die Mittagszeit hier dann Leute Padel bei 38 Grad. Naja, heute ziemlich genial. Essen am Strand, wird richtig geiler Abend. Ja, es ist heißer und heißer. Ihr seht, mir läuft der Schweiß von der Stirn. Also wir haben jetzt, glaube ich, noch 28 Grad. Wir hatten heute bis 19 Uhr. Wir sind jetzt nach den Feiertagen echt gut gebucht. Und die Stunden werden jetzt mehr. Komischerweise, weil eigentlich der Club deutlich voller war zu den Osterfeiertagen. Nun ja, jetzt ist es halt so und es macht im Moment weiterhin sehr, sehr, sehr viel Spaß. Heute eine coole Session mit 2 Kids gehabt. Flutlicht-Session ist auch mal was Besonderes, bin ich gar nicht so gewohnt, mache ich ja zu Hause so eigentlich gar nicht. Ja, jetzt vor allen Dingen die Vormittagsstunden werden halt brutal, muss man wirklich sagen. Also ab 11 Uhr brennt die Sonne auf dem Platz und das ist hier halt auch nochmal eine ganz andere Hitze, als man es eben in Deutschland kennt im Sommer. Und ja, wir haben hier auch die ein oder anderen sehr, sehr motivierten Hobbyspieler. Ja, hatten jetzt hier den Peer, habe ich mal jetzt gehabt, mit dem wir auch Rasentennis gespielt haben. Hat der LK4. Liebe Grüße, Peer. Hast mir alles abverlangt, war gut. Und es gibt Neuigkeiten. Ich bin jetzt hier nicht mehr alleine. Hallöchen. Für die nächsten 4 Tage ist Nina auch da. Und schön, freut mich auf jeden Fall. Sitzt man mal hier jetzt in den Abendstunden. Zeig's mal, ja, nicht ganz alleine. Mit einem Baileys, ich mit dem Havana Cola mittlerweile und den hat sie vom Flughafen mitgebracht. Wir kommen zur Zielgeraden. Jetzt sind es tatsächlich nur noch 9 Tage. Hier im Robinson Summer Bay und heute ist der heißeste Tag. Ja? Also 33 Grad, 34 Grad, auf dem Court mit Sicherheit fast 40 und heute mit ein paar netten Freizeitspielern, die allerdings schon sehr, sehr ambitioniert sind. Also mich erwartet heute ein richtiges Einzeltraining. Also was gibt's da Schöneres als jetzt um 8 Uhr morgens bei 30 Grad schon jetzt und mit Sicherheit 35 Grad später Bälle zu kloppen und Einzeltraining zu geben.
wunderschönen guten Morgen, Tag 16 im Robinson Soma Bay und ich schaffe es heute das allererste Mal zum Frühstück zu gehen. Ja, völlig gaga, ich weiß, aber das Essen ist hier so gut abends, dass ich einfach auch keinen Hunger hatte bis jetzt. Ja, so langsam geht es auch Richtung Ende meiner Tätigkeit hier. Wir haben noch 5 Tage. Gestern ist leider die Katrin, die Frau vom Dirk, abgereist. Eine tolle Frau und liebe Grüße auch an dieser Stelle nochmal von mir. Super, dich kennengelernt zu haben, war wirklich toll. Und wenn ihr mal einen ganz geilen Kurs machen wollt, Fitness, Pilates, dann schaut mal bei der Katrin vorbei. Ich muss jetzt nur noch mal gucken, wo genau, in welchem Fitnessstudio sie das macht. Dann kann ich sie auch verlinken. Ja. So, das dazu. So langsam stellt sich natürlich auch die Frage, möchte man nach 15 Tagen nach Hause? Reicht es einem? Ist man müde? Möchte man gerne wieder in seiner gewohnten Umgebung sich aufhalten? Die Frage werde ich euch am Ende des Videos beantworten. Also kommt in meinem Abschlussfazit. Ein erstes Frühstück. Ich zeige euch das mal. Herrlich. So, und hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, den muss ich auf jeden Fall mal erwähnen. Ich dachte eigentlich, es ist bestimmt mein 12. oder 13. Mal Ägypten. Ich dachte eigentlich, die können kein Brot hier. Aber das ist nicht so. Ja, deutsche Backkunst in allen Ehren. Geht auch nichts drüber. Aber das hier, das kommt schon sehr nah dran. Super lecker. Und in Ägypten gibt es tatsächlich auch fast annähernd qualitative Backwaren wie in Deutschland. Frisch gepresster Tomaten-Orangensaft. So. Und hier bei diesen Omelettes, die kennt ihr mit Sicherheit, finde ich total gut. Da kann man sich nämlich das selber zusammenstellen, wie viel man von Tomaten, wie viel man von Salami und so weiter dabei haben möchte. Also das macht ja nicht der Kollege, sondern wenn du halt extra Käse haben möchtest, dann füllst du dir extra Käse rein. Sehr cool. Das Einzige, was halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist die Wurst. Ne? Das ist halt, ja, es gibt halt kein Schweinefleisch hier in dem muslimischen Land und deswegen sieht die Wurst eben so aus, wie sie aussieht. Schmeckt ganz okay. Ja, aber jetzt für mich jetzt nicht der Burner. Ne? Ganz anders sieht es beim Käse aus. Auch hier habe ich das erste Mal, dass mir Käse schmeckt. Wahnsinn. Also selbst den Käse kriegen sie wirklich, ich will jetzt nicht sagen fast wie in Frankreich, aber kriegen sie wirklich sehr gut hin. Ja, vielleicht hätte ich doch ein bisschen häufiger zum Frühstück gehen sollen. 21 Tage sind um. Ja, nachher geht der Flieger wieder ab nach Hause und ich denke, es ist Zeit für ein kleines Fazit. Ihr hattet gestern die Möglichkeit, über Instagram mir ein paar Fragen zu stellen und ich habe gesagt, die Fragen nehme ich gerne auch mit in den Vlog und beantworte die über meine Zeit hier als Trainer im Robinson Soma Bay in den letzten 3 Wochen. Ja, die erste Frage war, würdest du es wieder machen? Definitiv. Diese 21 Tage, die waren für mich als Trainer sehr wertvoll, aber auch als Mensch. Wir viele neue Kontakte knüpfen können. Ich habe Tennistraining gegeben, ähnlich wie ich es mir auch vorgestellt hatte, weil für mich die Herausforderung war, oder für mich, was mich wirklich gereizt hat an dem Job, ist, in kürzester Zeit Leuten hier weiterhelfen zu können. Als besserer Tennisspieler hier den Club zu verlassen, als jemand, der was gelernt hat. Und das war für mich die Herausforderung, weil man hat ja jetzt hier jeden Tag eigentlich wechselnde Spieler gehabt. Und ich denke, ich konnte da vielen Leuten auch weiterhelfen. Und eben auch diese Abwechslung zu haben, unterschiedliche Spielertypen zu haben, zu entwickeln, zu sehen. Jeder hat irgendwie ein anderes Problem gehabt. Und das ist das, was jetzt hier sehr reizvoll war und wirklich auch Spaß gemacht hat. Ja, das kann man definitiv sagen. Eine weitere Frage war, wie viel Erfahrung braucht man hier als Trainer? Wie gut sollte man spielen können? Und da bin ich immer eigentlich klarer Meinung. Ein guter Trainer muss nicht unbedingt auch ein LK1 haben oder ein extrem guter Tennisspieler sein. Ein guter Trainer zeichnet sich für mich aus, dass er das Fachwissen hat, dass er technisches Know-how hat, dass er gut anspielen kann. Und sicherlich hilft es hin und wieder, ja, je nachdem. Also ich hatte jetzt hier in diesen 3 Wochen 3 Leute gehabt, die wirklich sehr gut gespielt haben. Einer ist sogar auf dem Weg zum Profi gewesen. Und natürlich ist es dann von Vorteil, wenn du mitspielen kannst, wenn du mithalten kannst. Aber ob du jetzt unbedingt eine LK1 oder sowas haben musst, glaube ich nicht. Es muss das Gesamtpaket, glaube ich, stimmen in so einem Club.
du musst ja nicht nur guter Trainer sein, sondern auch menschlich reinpassen. Ja? Du bist ja auch Entertainer. Ja? Die Leute sind hier und wollen Urlaub, wollen eine coole Zeit haben. Und ja, ich glaube, das ist so das Gesamtpaket, was du mitbringen musst hier und nicht unbedingt eben der beste Tennisspieler sein. Ja? Eine weitere Frage war, wie sieht es mit Verpflegung aus? Was ist inklusive? Was wird dir bezahlt? Und so weiter und so fort. Also, ich kann jetzt natürlich nicht über Vertragsdetails sprechen, aber es ist so, dass hier die Verpflegung ja, im Paket enthalten war. Das heißt, hier in dem Robinson gibt es Vollpension. Das heißt, Frühstück, Mittagessen, Abendessen inklusive Getränken, war alles drin. Natürlich die Unterkunft war drin. Ich habe einen kleinen Flugzuschuss bekommen und ja, den Rest muss ich selber bezahlen. Das ist absolut faire Regelung und völlig in Ordnung gewesen. Ja, die Getränke jetzt hier in dem Club sind nicht ganz so günstig, aber trotzdem ist alles noch im Rahmen. Wir kriegen ja auch einen kleinen Mitarbeiterrabatt und insofern alles okay. Eine weitere Frage von euch war, wie viele Stunden musste ich hier am Tag geben und wie anstrengend war das? Ja, ich bin jetzt auf circa 80 Stunden gekommen in den 3 Wochen. Das ist nicht viel, das stimmt. Ich hätte gerne jetzt gerade hier gegen Ende noch mal ein bisschen mehr gemacht. Hatte eine Zeit lang, also nach Ostern war eigentlich die vollste Zeit, da hatten wir teilweise 6 Stunden am Tag. Das war auch ja, wirklich das, was bei der Hitze dann schon echt anstrengend wurde. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Also jeder, der denkt, das ist Urlaub und man chillt hier so sein Leben auf dem Tennisplatz, das ist schon nicht ganz ohne. Jetzt gegen Ende ist der Club etwas leerer geworden. Ist zwar immer noch gut besucht, aber man sieht halt, das Publikum hat sich halt geändert, weil eben die Ferien jetzt in Deutschland zu Ende gehen. Es war jetzt auch diese letzte Woche war jetzt auch nur Hessen, also wir und ich glaube Schleswig-Holstein, die hatten noch eine Woche und der Rest war schon abgereist. Und ja, da hat man halt auch gesehen, das Publikum verändert sich, weniger Kinder da und dadurch eben halt auch weniger Tennisstunden. Und gerade jetzt so gegen Ende hätte ich schon gerne nochmal so 4 mindestens am Tag gegeben, aber es war dann halt ja, sehr ruhig. Ja, das war eigentlich so für mich immer voll in Ordnung jetzt und wie gesagt, gegen Ende ist es ruhiger geworden. Eine weitere und sehr interessante Frage von euch war, würdest du das hier vorstellen können, das 3-4 Monate zu machen? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich mir sehr, sehr häufig auch selber gestellt und kann sie auch noch nicht ganz beantworten, weil ich im Moment so ein Mischmasch bin aus, ja, nach Hause wäre schon nicht schlecht, aber auf der anderen Seite ein paar Wochen würden jetzt auch noch gehen. Ja. Bei mir ist es halt so, es steckt sehr, sehr viel dahinter. Ich habe zu Hause sehr viele Verpflichtungen, ich habe noch eine Internetfirma und so weiter. Ich kann mir vorstellen, wenn du das alles ausblenden kannst, wenn du das nicht hast, ja, dann ist es durchaus eine Überlegung, eben sowas deutlich länger auch zu machen, 3 bis 4 Monate hier zu sein. Vielleicht nicht in Ägypten, das ist im Sommer ein bisschen heiß oder wenn dann nur über die Wintermonate. Aber ich selber habe ja noch eben zu Hause sehr viele Verpflichtungen und deswegen ist es jetzt 3 Wochen völlig okay, wenn es eben auch wieder nach Hause geht. Auf der anderen Seite, ich sag mal so 4-5 Wochen ist, glaube ich, ein guter Zeitraum, um das eben zu machen. Man muss sich im Klaren sein, wenn man eben zu Hause noch Verpflichtungen hat, die hat man jetzt nicht die mega Zeit eben halt auch noch zu arbeiten. Ich hatte dann in der Mittagspause oder abends oder morgens eben die Möglichkeit, einiges zu machen. Und ja, man muss eben schon diszipliniert sein. Also es ist schon eine Herausforderung, muss ich sagen, da dann eben ja, den ganzen Verlockungen, den Angeboten, die es hier in dem Club gibt, ein bisschen zu widerstehen und dann zu sagen, hey, jetzt hast du eben halt noch einen anderen Job, ja, du hast zu Hause noch eine Firma und da arbeitest du eben jetzt dafür, anstatt eben sich beim Sundowner mal hinzusetzen oder sonst was. Ja, das ist halt immer ein bisschen das Schwierige jetzt gewesen, aber ich habe das ganz gut gemeistert. Ich habe wirklich die Zeit, die ich frei hatte, dann auch genutzt. Und alles in allem kann ich sagen, ja, wenn man eben im Kopf frei ist und wenig Verpflichtungen hat, dann durchaus 3-4 Monate, warum nicht? Ja, also wenn ihr euch mal umblickt, es gibt schlechtere Orte, ja, also es ist traumhaft, ja, das muss man schon sagen. Dann vielleicht von mir nochmal so 1-2 Sachen, die euch vielleicht interessieren könnten. Robinson war für mich auch der erste Cluburlaub, ich hatte es ja auch schon in meinen jetzt vorigen Videos gesagt. Mit ein bisschen Vorurteilen oder so da reingegangen bin ich nicht. Ich habe das auf mich gut zukommen lassen und bin extremst positiv überrascht über die Leute hier. Wie entspannt, wie locker, wie empathisch und auch natürlich in Sachen Tennis, wie wissbegierig die waren. Und vielleicht nicht so, wie man es vielleicht
oder wie viele von euch vielleicht denken, dass das alles ein bisschen gehobener ist, dass das alles sehr spießige Leute oder sowas sind. Nein, überhaupt nicht. Es war durch die Bank weg eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich habe ganz, ganz viele tolle und nette Menschen kennengelernt. Vor allen Dingen eben auch meinen Trainerkollegen Dirk ein bisschen besser kennengelernt, seine Frau. Ist eine ganz tolle Person und hat hier super Kurse auch gemacht. Es gibt ein Fitnessvideo noch, was ich euch zeige, was wir hier gedreht haben. Da könnt ihr euch selber da so ein bisschen einfach mal überzeugen. Was mir an dem Konzept hier ganz, ganz gut gefällt, ist einfach Folgendes, dass es eigentlich immer nur große Tische gibt. Also wir als Trainer, wenn wir zu zweit waren und abends essen gegangen sind, dann sitzen wir eigentlich in einer Runde mit 6, 7 Personen und es setzt sich immer jeden Tag ein neuer dazu oder eben halt jemand anderes dazu und man kommt dann ins Gespräch mit den Leuten. Und das ist, glaube ich, auch ein Konzept, was der Club hier fährt, dass man viel auf Kommunikation Wert legt, auf gemeinsames Wir-Gefühl. Und alleine durch die Tatsache, dass man wirklich häufig die Abenden mit anderen Personen hier war, hat man einfach auch so ein tolles Club-Feeling, eine Club-Atmosphäre gehabt. Und das ist auch das, was ich jetzt wirklich sagen kann. Kommt jetzt ein ganz schöner Windstoß. So, was ich auch sagen kann, dass das mich auch sehr, sehr mir sehr, sehr imponiert hat und mir auch auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Ja. Ich renne jetzt hier mal ins Wasser, in dieses herrliche Wasser, was mittlerweile 24, 25 Grad hat. Und ja, ich komme zum Ende meines Videos. Es war eine tolle Zeit und wenn ihr Fragen habt und weitere Fragen habt über meinen Aufenthalt hier, dann nutzt doch die Kommentarfunktion unter dem Video. Würde mich freuen. Oder vielleicht habt ihr auch selber Erfahrungsberichte, wie es bei euch abgelaufen ist. Würde mich auch sehr interessieren. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Ob ich nochmal irgendwie im Ausland unterwegs bin. Vielleicht nochmal hier, wenn ich darf. Mal gucken. Ja, danke, dass ihr die Sache verfolgt habt. Und wir sehen uns bald auf meinem Kanal hier oder vielleicht aus einem anderen Ort der Welt. Bis dahin, euer Martin. Ciao.